Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Mittwoch, der 10. August, Leute, Entschuldigung. 10. August 2022, 16:57 Uhr. Und ja, die Hälfte der Woche ist rum. Wir haben es geschafft. Und ja, Zeit für einen neuen Besuch in Reberschall, wo wir in diesem kleinen, süßen Fischerdorf sind. Naja, sowas ist süß. Aber es ist halt sehr charmant zu klein und so. Ja, hier sollen wir Unterschriften sammeln. Für Evrat. Haben schon mit der älteren Lady hier gesprochen. Die nur unterschreiben will, wenn auch ihre Kollegin hier unterschreibt. Und deswegen müssen wir jetzt mit der reden. Wenn sie jetzt mit uns redet, gerade wollte sie. Also, Hi, Officer. auf dem Anleger steht eine Frau in einem Regenmantel und betrachtet ein umgedrehtes Boot. An ihrer Hüfte hängt ein Schwert in einer Scheide. Schwert. Anything I can help you with? Das kommt drauf an, wo befinden wir uns hier genau. Ich habe Fragen. Die erste lautet, wie heißen Sie? Ja, das konnte ich mir. Keine Ahnung. Genau, wo befinden wir uns denn hier genau? A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called Elysium. The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. Der Wind lässt ihre Ohrringe klimpern. Ich habe Fragen. Die erste lautet, wie heißen Sie? The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions. And that was actually the second one. Klugscheißer. Indeed, you're always confused as to your whereabouts. Ich suche jemanden, können Sie mir vielleicht helfen? Wurde gebeten, Ihre Unterschrift einzuholen. Machen Sie hier so? Hübsches Schwert. Ich deute auf den Säbel an Ihrer Hüfte. Hat das eine Geschichte? Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Mitten mit dem Schwert. Moment mal, können Sie es benutzen? Warum sollte sie es nicht können? Not really. I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. Ja, weil meistens länger, weil Schwert. But not when you're in a tight spot. Das ist schon imposant. Ich nicke. Aber, ja, sind dazu nicht Schusswaffen da? Naja, das ist halt, ne, also ich finde ein Schwert auch schon imposanter als eine Knarre, aber um Leute abzuschrecken bzw. einzuschüchtern, ist eine Schusswaffe wahrscheinlich effektiver. Guns are expensive and fragile, I think. Besides, I got kids. Can't have guns around them, and sometimes a sharp blade is enough to keep folks at bay. Ja, aber die Kinder können sich am Schwert genauso verletzen. Naja, aber warum wollen sie Leute einschüchtern? From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Ja. Ich will mir das Schwert ausnehmen. Warum soll ich mir das ausleihen? Wenn es so effektiv ist, warum sind dann nicht mehr Frauen bewaffnet? Weil es dann zu Mord und Totschlag kommen würde. Sind dumme Fragen, finde ich. Und vor allen Dingen sollte als Polizist so eine Frage auch nicht stellen. Und wo sind alle Männer jetzt? Ich fahre fort. Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. Moment, warum? Wenn die dickköpfig sind? Guess I enjoyed the way he bled. Was?
Ihr Gesichtsausdruck bleibt gleich. Schwer zu sagen, ob es ein Scherz ist. If it is, then why the melancholy? Wo ist Ihr Mann jetzt? Gone. Wo ist er hin? To the waves. The sea took him. It was a long time ago. Oh, sage nichts mehr und warte darauf, dass sie fortfährt. Ja, ich könnte natürlich nachbohren, aber wenn ich mich in der Situation, ich würde da auch nicht nachbohren. Also. He didn't respect the sea. Went out there, drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Oh. Ja, natürlich hat er dann schon irgendwo selber Schuld, aber es ist trotzdem tragisch, wenn man dann stirbt. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. Ja, aber er war ja trotzdem dein Ehemann. Und ja, wahrscheinlich nehme ich ja auch mal an, der Vater deiner Kinder. She really liked those muscles, though. It's in the way she pronounces sinewy. Ja, der Tod kann mir nichts anhaben. Ich scheiß auf ihn. Sie hätten sich auch in die Wellen werfen sollen. Ja, genau. Die Zeit heilt Wunden wirklich am besten, nicht wahr? Es ist am gesündesten loszulassen und weiterzumachen. Irgendwie muss es schließlich weitergehen. Ja. Das stimmt wohl am ehesten. Aus persönlicher Erfahrung kann ich da auch sagen, dass das halt das heißt der gesündeste, aber es ist halt der beste Weg damit. Und stimmt halt nur so bedingt. Also wirklich loslassen ist das nicht, aber halt sich jeden Tag daran erinnern und ja, so kann man halt nicht weitermachen. Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Also wie das ja auch sein muss. Life didn't really change that much for me and the kids. Sie betrachtet das Dorf, wo 2 Kinder mit etwas spielen, was nach großen Steinen aussieht. Und das sind dann ihre Kinder, die da spielen auf dem Platz. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. Werde ich nicht. Was machen Sie hier so? Ja, wahrscheinlich ist sie Netzflickerin. Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Können Sie davon leben? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. Ja, das stimmt. Was man manchmal so an der Küste findet. Das ist manchmal schon sehr spannend. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Hast du nicht gerade noch gesagt, das? Ah, nee, das ist die Rhetorik. Interessant. Was haben Sie gefunden? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das mehr interessante Sachen an Land spürt. Im Strand in Land gehen. Das klingt ziemlich romantisch. Okay, ich verstehe schon. Ich will Sie etwas anderes fragen. Nur interessant. Was haben Sie gefunden? Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Eine Mine. Bottled drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. No. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Mehr über die Leichen wissen. Eine Mine? BMR könnte eine Mine gebrauchen. Wo ist sie? Drogen? Dazu brauche ich mehr Informationen. Drogenverhandlung ist mein Spezialgebiet. Ich zeige auf mich selbst. Dieses Dorf sieht übel aus. Warum ziehen sie nicht weg?
Mhm. Ja, dieses Dorf sieht übel aus. Warum ziehen sie weg? Wahrscheinlich, weil das hier zu Hause ist. And go where? The fish are plentiful here and we get enough orders to get by. It's not great, but it's something. Dorthin, wo die Jobs sind, da schläft das Geld. An einen Ort, wo es mehr Möglichkeiten gibt. Egal, wo er ist. Irgendwohin. Ich schließe die Augen, wo es nicht so traurig ist. Ich verstehe, was sie meinen. Anderswo könnte es schlimmer sein. Exactly. I don't mean to complain about my sad pauper life. We do manage all right. We're tough people here. Ja, ich kann jetzt anbaggern, aber erstens... Das ist ja gering, die Chance. Weil ich halt noch nichts kenne hier. Wo soll ich hingehen mit ihr? Und... Ja... Der Anwesenheit von meinem Kollegen kommt das auch nicht so gut. Na ja, gut, dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Ach nee, stimmt, ich suche ja auch jemanden. Können Sie mir vielleicht helfen? Let's see. Who are you looking for? Ich suche verschwundene Kryptozoologen. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Leute, die nach imaginären Tieren suchen. Leute, die schwer zu findende Tiere suchen. Leute, die nach Tieren suchen, deren Existenz von Wissenschaftlern aus dem Etablissement bestritten wird. Aha, like snowmen. Die Menschen. Von denen habe ich noch nie gehört. Du hast doch wohl mal von einem Yeti gehört. Oh, was ist denn das für eine Hohlfritte? Two old guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Moment. Und dergleichen? Right. Not only snowmen, also green men, monkey men burning rhinos. You get the picture. Oh, you're getting it. And it is gorgeous. Wo sind sie jetzt? I don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Nix. Das war's sonst. Dann suche ich gerade niemanden. Well, how can I assist you then, officer? Ich nehme an, dass das ihr Boot ist. Also das umgedrehte Boot. Sure is. The Sun, I call her. Coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Sonnige Tage? Fange eine Schneeflocke auf meine Handfläche. Aye. Sunny days. You got a problem with that? Nö. No, ma'am. We have no quarrel with sunny days. Good. It would have been bad news had it turned out it wasn't a sunny day. Bad news for the skiff, bad news for the nets, bad news for the kids. So. Und dann wird das halt einfach ignoriert. Naja, nur weil es schneit, kann es ja trotzdem sonnig sein. Aber wird wahrscheinlich sehr warm sein. There's a moment's silence. She looks at the slushy snow melt on the yellow belly of the boat. Was glauben Sie, wann das Boot bereit sein wird? In time, when the sea turns and the winds settle, she will be ready. Mal diese super Antworten. My prediction, it will be at least 2 days. Siehste, so geht das. Danke. Ja, ich wurde gebeten, Ihre Unterschrift einzuholen. Gib ihr Efrats Umschlag. Were you? This says by signing, I agree to living with construction noise. What exactly is the union building? Efrat hat vor, einen Teil des Dorfes in ein Jugendzentrum zu verwandeln. What a nice idea. Wouldn't have thought that. Sie beendet den Satz nicht. She sounds incredulous about the niceness of the idea. Was hätten Sie nicht gedacht? That Evrar and the Union have nice plans for anything. I thought they only cared about themselves.
Well, I guess union members have children too. Ja, und man kann da auch trotzdem seine eigenen Interessen mit verfolgen. Investoren, was weiß ich. And those members have a vote when electing the head of the local chapter. Also, unterschreiben Sie? Aye. Why not? Fine. Here you go. Danke. Moment, warum haben Sie das unterschrieben? I shouldn't have. Doch, es geht um ein Jugendzentrum. Warum sollten Sie es nicht tun? That's what I asked you. It's a youth centre and I have children. Got to give them something else to do. They're cute and small now, but they're growing up fast. I had my first drink when I was 11 because I was so bored. Ja, geil. Das ist doch noch ein Grund, da wegzuziehen. Anyhow, you also need Isabel's signature. If it's a bad idea, she won't sign. You'll find she's a tougher nut to crack than me. We'll see. Sound logic, division of labor. She leaves the skepticism to the skeptic. Okay. Man sieht sich. Ja, interessante Lady. Ja, da ist jetzt unterschrieben. So, hier war ich ja schon, oder? Ja, da war ich ja schon. So, wir müssen jetzt zurück zu der Lieblingspunkt, der anderen Lady. Oh, Hallöchen. The old woman still hums her unknown song. She opens her eyes to acknowledge your presence. Das war Bruder Jakob. There's a gap where the name of that song should be. You should ask her about it right now. Was für ein Lied summen Sie da? A lullaby my mother used to sing. I sang it to my kids too. It's an old Samaran children's song. Wie heißt es? Surrender to the night. That's kind of grim for a children's song, even if it is a lullaby. Klingt nett. Yes, it does. Wo könnte man hier in der Gegend über Nacht bleiben? Ja, ich glaube, das wird dann auch was. Stay? Most people here are trying to leave. Ja, we are not the most people. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. Wie viel kostet es? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the Ja, RCM. Moment. Überlassen es mir einfach gratis? Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, als Mitglied hier BMR kostenlose Unterbringung zu akzeptieren. Wieder diesen Typen. Guard. Zwingt mich, ihm jeden Abend Geld zu geben, nur damit ich draußen in der Kälte nicht friere. Ja, nee, der hat aber nur mal ein Business. Moment, Sie überlassen es mir einfach gratis? No one is using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Okay, ich nehme es. Don't make an old woman regret opening her house to the place. Unter ihrer Schürze holt sie einen Schlüssel hervor. Sie reicht ihn mir. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Ja, da kann ich Geld sparen. Aber Liliens Unterschrift. Unterschreiben Sie jetzt das Dokument? Weiß es nicht, ey. Lillian should let her sword make her decisions. The girl just doesn't have the head for it. Either way, I won't sign. Was haben Sie gegen die Gewerkschaft? I've seen it all before. You think they've got our interests at heart? Rich men are always selling poor men promises we never plan to keep.
Sie zieht einen dunkelroten Lumpen aus dem Bottich und legt ihn weg. Then the poor get pushed out of their homes and the rich get a little richer. That's the way it goes. So, no, I don't trust the fat man. And neither should you. Ja, tue ich eigentlich auch nicht. In her mind, the Union is right-wing because Everard is fat. It's that simple, and there's no change in it. Ja, hat dies ja nicht gesagt. She is headstrong, but there's a slight hesitation in there. You may be able to convince her. Ja, aber Harry ist ein guter Name. Vertraut dem Mieter. Vertraut dem Mieter. Ja, nee. Hier mal wieder. Leben Sie wohl. So, was haben wir denn hier noch? Einzelheiten sind kaum zu erkennen. Die durchweg warmen und einladenden Farben wirken allerdings gemütlich. Ein Blumenkasten, der im Moment völlig brach liegt. Vielleicht ändert sich das ja im Frühling. Das sind ja noch nicht Kiddies. Okay, das ist also die Hütte, ja. Meisten Würfelpunkte verfügen über geheime Schwierigkeitsmodifikatoren. Hier herrschen Sicherheit und Wärme. Ganz im Gegensatz zu draußen. Das ist wirklich sogar fast gemütlich. Wer bist du denn? Industrielle Kohlepellets verbrennen mit orangenem Schein. Ich kann ja nicht einfach den Dings hier klauen. Fettes Kragenhuhn. Nie. Mach ich nicht. Bist denn du? Hello, Mister. Ein kleines Mädchen, höchstens 4 oder 5 Jahre alt, sitzt auf dem Sofa. Sie sieht dich, also mich, unverhohlen neugierig an. She clutches a small stuffed animal. Occasionally, she twirls it around. Ich habe gehört, dass es hier ein Mädchen gibt, dem Panzerhandschuhe gehören. Bist du das? Ach ja, stimmt. Du Lilians Tochter? Was ist das? Zeig auf den ausgestopften Vogel, der von der Decke herabhängt. Was hast du denn in der Hand? Da glaube ich Spielzeug. Ja. Bist du Lilians Tochter? Yes, I am. Little Lily. Little Lily. You know my mom? Ja, wir haben uns schon kennengelernt. That's nice. My mom is great. She's never angry or anything. Oh. Was hast du da in der Hand? Ich zeige auf ihr Spielzeug. It's Lammy. He's my friend. Sort of. Like. Er hält das flauschige Tier hoch, um es dir zu zeigen. Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Lämmchen sieht ziemlich fettig aus. Lämmchen sieht flauschig aus. Ach so, freut mich, dich kennenzulernen, Lämmchen. Lammy usually doesn't like strangers. But you're also fuzzy, like Lammy. Oh. Was ist das? Sag auf den ausgestopften Vogel, der von der Decke herabhängt. It's a grouse. Breit sie und grinst breit. Wasn't Gar, the cafeteria manager, trying to repair a piece of taxidermy? Ja, aber wozu ist es gut? I don't know. Ja, okay, danke. Kann ich es haben? Sure. Just go and get it. I don't like it anyways. It looks angry. All right. You just need to grab it from the ceiling and go. Ich habe gehört, dass es hier ein Mädchen gibt, dem Panzerhandschuhe gehören. Bist du das? Oder bist das du? Oh, I had gloves. Very big ones. Heavy, too. Warte. Where did you get these gloves? Found
them when Lemmy and I were playing hide and seek. In an empty house. Where no one lives. I think someone hid them there. Wahrscheinlich. She doesn't want you to think she stole them. Mhm. Und wo sind die Handschuhe jetzt? I hid them. The twins were gonna take them. They're stupid. Sie hebt die Plüschtür hoch und starrt in sein eines verbliebenes Auge, als ob sie auf Bestätigung wartet. We're going to need those gloves. It's for important police business. Er spricht das letzte Wort langsam und deutlich aus. Oh. Sie scheint es nicht zu verstehen, aber der Ton des Lieutenants hat ihr vermittelt, dass es wichtig ist. They're in my sandcastle. Behind our house. Under the sand. You can break the castle. It's not very good. Cool. Tschüss. Bye! Die großen, neugierigen Augen des Mädchens verfolgen mich weiter. Oh, was? Ein kleiner Sonnenschein. Ja, dann möchte ich das auch. Ah! Ja, weil damit den 13 habe ich schon für die nächsten 2 Tage das Whirling bezahlt. Ja. So, die Panzerhandschuhe. Lily hat verraten, dass sie die Handschuhe in der Sandburg hinter dem Haus versteckt hat. Hol sie mir. Hol sie mir. So. Also da irgendwo. Weather has not been kind to Lily's little sandcastle. The once mighty towers are quickly eroding away. You can see something shining back to you from what must have been a vast underground catacomb network. Kaputt. Greife in die Katakomben und ziehe das glänzende Objekt heraus. The walls and floors give way to the giant's greed, collapse and present you with a pair of ceramic gauntlets. Yay! Congratulations. That's the gauntlets down then. We're doing good on the armor collection front. Ja. Geht so, ne? Ja, so langsam ist es aber voll. Gebimsel, Kleidungsinventar. Wie viel das war hier? So. Ist hier noch schon Spannendes zu sagen? Okay. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Ihr müsst Lilians Zwillinge sein. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Lily's our mum. Erklärt der andere, immer noch mit herausragender Zunge. Das habe ich schon gesagt. The stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. The other one laughs as well. Wow, so intellectually stimulating. Ja, mach's gut, Jungs. Ich. Was ist Stein. Naja, sitze mal. Guten Tag. Keiner hier. Baumaterial. Wer dieses Haus errichten wollte, ist überall aufgebrochen. 65 Cent. Ist ja gut.
Hier sind auch ein paar Leute, mit denen kann ich mich auch unterhalten. Hier noch irgendwas. Aber das lohnt sich jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt ja schon ein paar Minuten gespielt. Hey! A drop in temperature, an easy flow there. An empty street. Before you, a thoroughfare unjammed with lorries. No more drivers smoking on hitch Geruch steps. der Rauch. Just silence. Geruch der Rauch. Chemically sweetened. Across the road, a forgotten bus stop. Corrosion has opened a hole in its roof. An elm tree watches over the building. Its branches are dripping with rain and snow. The road is smooth and motley. Craters filled with a black asphalt. The asphalt, first laid, is grey already. A row of tenements are under construction in the distance. Was für Leute leben auf der anderen Straßenseite? A tub warm with water, white with soap. A man bathes while radio waves transmit the lottery numbers. 4, 18, 21, 4, 1. A modern washing machine rattles a drawer full of silverware. Was ist mit der Bushaltestelle? Number 312D. Young girls used to come here, huddled up, hoping for more warmth than their thin coats give them. The bus took them to school. It has not run for 8 years. There were not enough girls to sustain its cost. Okay. Die Straße. Craters pocked the surface. Children played in them until heavy trucks full of black pitch rolled in. The landowners have filled the craters with money. It is a vital artery of the flow of trade. Okay. There's one bump on the road. A dead dog lies flat about 200 paces away, right at the turn. Ein toter Hund? Tragedy comes from the wheels of a fast RCM vehicle, hurrying to work. The cold washes over you. The sound of the sea has grown distant. Das reicht. The wind moves the aerosol. A detective stands behind the boom barrier. A breeze moves a curl of his hair. Na gut. Gut. Dann wäre auch eine halbe Stunde rum. Das Video ist bestimmt schon gut groß. Die Außenszenen, sage ich mal, im Spiel, da sind die Videos immer besonders groß. Aber naja, muss man durch. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.